Wenn du sagst, Bosch Contractor, mega cool, aber ich will mehr. Ich will mehr außen anbauen. Ich brauche nochmal einen Klapptisch. Ich brauche Möglichkeiten, um meinen Flexi-Click hier anzubringen. Oder meine Akkus, mein Bohrer. Oder. Dann schau dir dieses Video an. Hier zeigen wir dir, was es alles noch so gibt. Wir reden heute über Zubehör, wie kannst du dein Contractor-System nochmal erweitern. Aber für diejenigen, die das Contractor-System per se noch nicht kennen, schauen wir uns das nochmal ganz kurz an. Wir haben hier zwei verschiedene Tower, einmal Tower 1, Tower 2 mit den verschiedenen Boxen. Und alles fängt immer unten an mit der Basis. Ja. Hier haben wir ein großes Rad. Der große Vorteil von diesem Rad ist, du kannst damit wunderbar auch Treppen hoch oder durch unwegsames Gelände. Das funktioniert super. Du kannst den Griff hier auch dahin stellen, wo du es brauchst. Ja, wenn du zum Beispiel nur den einen brauchst oder du sagst jetzt, Mensch, auf der Höhe wird mir das reichen oder. Ja, kannst du wunderbar verstellen. Und das auch richtig stabil, finde ich richtig gut, weil Contractor steht ja dafür, dass es wirklich sehr, sehr stabil ist, dass man sein Werkzeug und das, was man mitnehmen muss oder mitnehmen möchte, da richtig gut drin verstauen kann. So, gucken wir uns das Ganze mal hier an. Hier haben wir jetzt verschiedene Kisten in verschiedenen Größen. Einmal hier den ganz großen, dann mittlere und der kleine. Und hier oben drauf ist eine XL-Box, weil einige von euch gefragt haben, was ist eigentlich mit der XL-Box? Passt die oder nicht? Und die richtige Antwort ist, naja, nicht so richtig. Warum? Darum. Also du kannst sie draufstellen, das funktioniert, aber du kannst sie nicht fest verbinden. Das heißt, ja, Moment, ich muss selbst immer noch ein bisschen suchen. So, jetzt ist sie in der richtigen Position, aber du kannst sie eben, nicht so ganz richtig, sie auch noch nicht. Ist jedes Mal dasselbe. Jetzt habe ich es. Okay, am Ende siehst du aber, das ist nur eine Lösung zum Draufstellen. Interessant ist aber Folgendes. Das Gerät, was hier original drin ist, das geht ja nun die L-Box XL, das kannst du aber in so eine Contractor-Box ohne Probleme integrieren. Schau dir das mal an. Wir haben jetzt hier das Ganze wunderbar integriert. Wir haben jetzt hier den Bohrhammer an der Stelle. Wir haben noch einen zweiten Akkuschrauber, noch einen Akku, alles in einer Box hier mit diesem Schaum. Ich sag mal, das ist ein Schaum, den man so formen kann, wie man das möchte und die Sachen raustrennen kann. Kannst du genau dein System jetzt bauen. Was ich übrigens an dem Tower hier cool finde, und ich finde das Contractor-System an sich gut, alles schön, aber ich feiere es vor allem für genau das, was wir hier sehen, für die Schubladen. Schaut mal, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, das hier aufzuklappen. Klappe 1, Klappe 2. Nehmen wir das hier mal weg. Und dann siehst du hier wunderbare Schubladen und die fahren auf. Das ist der Hammer. Schau mal, wie weit die auffahren. Sind richtig schön hier, stabil. Kannst hier noch eine zweite, noch eine dritte ausfahren und kannst dir dann dein Ordnungssystem so bauen, wie du es brauchst. Ich feiere das total, finde ich richtig gut. Und du siehst, du kannst es flexibel so zusammentun, wie du es brauchst. Du kannst zum Beispiel hier oben noch eine Box drauf machen oder noch eine dazwischen packen oder. Und die Flexibilität, die man beim Contractor-System hier so sieht, sieht man jetzt auch beim Zubehör, denn da gibt es wirklich jede Menge. Wir haben jetzt hier einmal Folgendes gemacht, und zwar in Fused 3D, im Shop Fused 3D, haben wir mal einmal alles durchgekauft. Ja, einmal komplett, beziehungsweise kann man das schon jetzt gar nicht mehr sagen, weil das ist schon ein paar Wochen wieder her und es werden immer wieder Sachen dazu entwickelt, auch in diesem Shop. Es gibt noch diverse andere Shops, wo man auch wieder was kaufen kann. Und deswegen finde ich das Video auch gut. Ihr schreibt mal unten in die Kommentare, in welchem Shop findet ihr das beste Zubehör für Contractor und welches ist für euch ein absolutes Must-Have, ja? Sodass wir uns da auch ein bisschen austauschen können für die verschiedenen Zubehöre. Denn es ist echt erstaunlich, wie schnell da irgendwas neu rauskommt. Als wir das hier bestellt haben, haben wir zum Beispiel diesen Halter gleich mit dazu bekommen. Und zwar ein Halter für das Thema Bohrer. Und wenn ihr jetzt hier das seht, das wird hier, wir haben ja so eine Aluleiste an der Seite und das ist ja der große Vorteil. Und hier haben wir hier unten einen Halter, der ist auch massiv hier festgeschraubt. Und ihr seht jetzt hier, das geht auch nicht an oder ab. Dann habe ich hier eine kleine Lasche und ihr seht, ich kann jetzt hier den Bohrer einfach nehmen, kann den benutzen. Hier ist eine SDS-Aufnahme quasi hier unten und dann, zack, ist wieder drin. Und jetzt hier ein großer Bohrer oder. Und wenn ich jetzt das Ganze wieder festmachen möchte, dann klipse ich das hier rum und schon ist das wieder fest. Finde ich eine coole Lösung, um das zum Beispiel immer griffbereit zu haben. Eine Sache habe ich übrigens vorhin falsch gesagt, oder beziehungsweise nicht
falsch gesagt, sondern vergessen zu erwähnen, bevor wir uns jetzt diesen ganzen Tower hier mal angucken, was hier alles drauf ist. Und zwar die XL-Box, die wir hier haben, die ist nicht fest, aber die normale L-Box, ja, die ist hier oben fest, das ist gar kein Problem. Ihr habt das ja quasi gesehen, als ich es hochgeklappt habe, ist nicht runtergefallen, aber die kannst du natürlich hier oben rein tun und kannst dann auch mit normalen L-Boxen weiterarbeiten. Ja, das ist gar kein Thema. Jetzt gehen wir mal hier vorne ran und arbeiten uns einfach mal so ein bisschen rum. Ja. Wir fangen vielleicht auch wirklich mal hier an. Und ihr sagt wirklich mal immer, was haltet ihr für sinnvoll oder was haltet ihr ist vollkommener Quatsch. Ich habe hier einfach einen Halter, der hier dran ist, wo du irgendwas rantun kannst. Du kannst irgendwas ranhängen, was immer du denkst. Du kannst eine Jacke ranhängen oder sonst was. Aber hier zum Beispiel deinen Ohrschützer kannst du einfach hier ranhängen, ja, und kannst hier den an der Box haben. Das ist für mich, so wie wir es jetzt hier ausgestattet haben, jetzt nicht mehr ganz so mobil, wie es vorher war. Also einfach das Ding zu nehmen und sagen, naja, ich packe das jetzt so in meinen Transporter rein, wird schwierig, weil dann würden auch ein paar Sachen abfallen, also hier zum Beispiel rausfallen. Aber wenn du das so als eher stationäre Lösung nimmst oder in einem Bau bist, wo du sagst, ich statte mir das mal aus, wie ich das brauche, dann kann das schon echt eine coole Sache sein. Aber wie gesagt, wir lesen uns in den Kommentaren. So, wir haben jetzt das hier, das Teil, wunderbar, können wir hier reinsetzen. Gucken wir mal weiter hier unten an der Stelle. Du brauchst Akkus, du bekommst Akkus. Du brauchst die Akkus jetzt nicht mal alle reintun, sondern du kannst die Akkus jetzt hier einsetzen. Ich nehme das Ganze mal raus, dass ihr seht, wie sieht das aus. Wir haben hier eine Leiste, die hier drumherum geht. Ja, die wird hier festgemacht, an der Stelle, an der Stelle. Und jetzt kann ich hier, ihr seht auch, das ist wirklich massiv, da kann ich jetzt die Akkus einsetzen. Zum Beispiel jetzt auch hier wieder, ihr seht auch, es rastet richtig ein, ihr hört das jetzt und klack. Ja. Und da kannst du dann auch mehrere Leisten natürlich übereinander festmachen. Du sagst, du brauchst davon nicht eine Leiste, also brauchst du nicht 1, 2, 3, 4, 5 Akkus, sondern du brauchst 20. Da machst du halt 4 Leisten übereinander fest. Wäre von der Sache her möglich. Sinnvoll, weiß ich nicht, aber möglich. So, zack, dran. Hier unten das Kabel gehört nicht original zu Contractor, sondern das ist auch gelöst, indem wir hier auch wieder etwas haben. Und ich kann das vielleicht so ein bisschen hier mal abmachen an der Stelle, dass ihr das hier seht. Ein bisschen mehr. Ihr seht jetzt hier, wir haben hier so einen Arm, ja, der hier an der Seite auch mit einem kleinen Gelenk versehen ist, wird auch hier wieder festgemacht. Und ihr seht, jetzt kann ich das hier einfach hier rumtun und schon ist das Kabel hier wieder fest. So eine geniale Lösung. Und so kannst du ein Kabel hier ran tun. Auch genial. Ja. Wenn wir jetzt weiter hoch gucken, hier an der Stelle, schaut mal hier, wie ist denn der Hammer hier fest? Ganz einfach, zack, mit einem Magneten. Hier ist ein kleiner Halter, wirklich sehr kompakt gebaut. Da kannst du auch überall festmachen, wo du es halt brauchst. Du sagst hier, ein Hammer, gar kein Thema. Ist hier einfach mal fest an der Stelle. Ja. Finde ich cool. Also auf die Idee muss man erst mal kommen. Ja. So, das hier machen wir wieder hier vorne ran. Und jetzt müssen wir über das hier sprechen. Denn hier ist es so eine Art Leiste, die wir hier ran tun. Und diese Leiste können wir bestücken. Ich mache es mal so, dass ich hier auch ein paar Sachen jetzt mal abbaue an der Stelle. Wir haben jetzt hier einen Halter. So ein kleiner Halter, da kannst du jetzt zum Beispiel, sowas wie das hier einsetzen, deinen Flexi-Click. Ja, viele kennen ja von Bosch den 15, 35 oder 32er Flexi-Click. Dafür gibt es passende Halter. Denn wir haben ja zum Beispiel diesen Aufsatz hier von dem Flexi-Click Akkuschrauber. Den können wir hier einfach reintun und dann hier auch verklicken. Hast du es gehört? Ja. Und jetzt ist es so, hier rein, zack, und ich kann es an der Stelle festmachen. Ich kann es aber auch verschieben. Dahin, wo ich es jetzt an der Stelle brauche. Ich nehme den auch mal raus, lege das hier nach oben. Ihr seht es hier. Ja, hier ist ein Doppelhalter, da sind 2 Dinge dran und das ist einfach dahin verstellbar, wo du es willst. Ich glaube, auch den hier kann ich verstellen, auch der Halter, wieder da, wo ich es hinhaben möchte. Und an dem Halter ist vorher nochmal ein Halter. Ja. Auch hier kannst du wiederum den Halter an den Halter ran tun. Es ist natürlich endlich irgendwann, aber du siehst, was alles möglich ist. Finde ich wirklich clever gemacht, coole Sache. Also auf die Idee muss man erstmal kommen, das so in 3D zu zeichnen, auszuprobieren, mehrmals zu machen. Da würde mich auch wirklich eure Meinung interessieren. Ist das für euch eine coole Sache oder eben auch nicht? Sagt ihr, nee, ich will das hier kompakt haben, schnell auf den Transporter raufschmeißen und dann raus, los. Oder nee, wir sind ein bisschen verspielt, machen ein paar Sachen ran. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, zu einer komme ich auch gleich nochmal, wo ich sage, die mindestens würde ich mir mal holen. Hier hast du zum Beispiel eine Aufnahme, um jetzt hier Schraubendreher aufzunehmen oder diverse hier Bitverlängerungen, Halter oder. Ja. Auch das in verschiedenen Größen, so wie du es halt brauchst. Finde ich eigentlich auch schon ganz cool. Gucken wir mal auf die andere Seite und kommen wir zu dem Halter, wo ich sage, den braucht jeder und der ist hier unten.
genau da, winzig klein. Hier, also wirklich winzig klein. Wenn du dir das aber vorstellst, der ist nicht da, sondern ist ganz oben oder sogar noch höher, da kannst du hier zum Beispiel einfach aufmachen, da kannst du hier deine Jacke ranhängen. Zack, bumm, hängt die Jacke dran. Oder natürlich kannst du auch hier wieder sowas einfach dranhängen oder was auch immer du irgendwo mal hinhängen möchtest, oder eine Schlaufe oder sonst irgendwas. Ist eine Kleinigkeit, kostet bestimmt nicht viel, kannst du da einfach so machen. Jetzt schauen wir hier mal weiter nach oben, erstmal hier hin, bevor wir dahin kommen. Ja? Hier an der Stelle oben haben wir wieder dasselbe System wie auf der anderen Seite, dass wir das hier verstellen können, hier rechts und links. Erst einmal, weiß ich nicht, würdet ihr auch dasselbe reintun? Hier eine antialkoholische und nicht alkoholische Exotic Brause. Was würdet ihr da reinstellen? Auch das gerne in die Kommentare. Hier haben wir einen Stifthalter. Ja? Viele von euch kennen den klassischen Stift. Den hat ja gefühlt jeder Zweite hier in der Hose, in der Hosentasche dran. Hier hast du einen Halter dafür und kannst ihn einfach hier festmachen. Hier für Kleinteiler kannst du irgendwelches Zeug und Kram reintun. Ja, hier auf der anderen Seite hatten wir einen Bithalter vorhin. Nehmen wir mal einen Bit, ja, können wir hier einfach reintun oder auch Schrauben da reintun, würde auch funktionieren. Ja, an der Stelle. Dann haben wir hier nochmal einen Halter, der für uns, ja, den haben wir auch zweckentfremdet. Da haben wir Folgendes. Wir haben hier erstmal eine Brille reingetan, hier 2 Zangen. Das ist aber ein runder Halter, wo du alles Mögliche reintun kannst. Zangen und so weiter funktioniert natürlich wunderbar. Wir machen es aber mal so und ich zeige dir mal, wofür es eigentlich gedacht ist. Das ist für den Akkuschrauber gedacht. Da kannst du zum Beispiel hier den Akkuschrauber einfach reintun. Ja, dann hast du den da einfach sofort griffbereit. Mit dem 32er finde ich die Halterung hier nicht optimal, weil es ist ein bisschen, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es mit dem Nicht-Flexi-Click besser funktionieren. Vermute ich jetzt mal, den habe ich jetzt gerade nicht da. Ja? Also siehst du, das geht auch. Jetzt nehme ich mal den obersten ab, um den Tisch dir mal zu zeigen. Jetzt kannst du Folgendes machen. Das hier ist ja ein Tisch, den kannst du jetzt hochklappen. Zack. Und jetzt kannst du hier drauf arbeiten, ja, das ist auch schön massiv, da kannst du Sachen mitmachen, hier auch reingefräst, um zum Beispiel mal einen Rundstab abzulegen, hier dran zu arbeiten oder. Ich habe auch schon gesehen, es gibt auch Einlegeplatten, die du hier oben entsprechend reintun kannst. Es gibt bestimmt auch, wenn du jetzt Folgendes machst, du kaufst diesen Tisch jetzt zweimal, einmal für hier, einmal für da, dann hast du schon eine kleine Werkbank, und an der du arbeiten kannst. Stell dir vor, du hast jetzt hier deine beiden Tische, kannst die Sachen abstellen, Kleinigkeiten auch drauf bauen, machen und tun. Du siehst also, mit den ganzen Zubehören wird aus dem Contractor-System nochmal etwas ganz anderes, und das macht richtig Sinn, muss ich sagen. Also ich finde es cool, ich feiere das. Ich finde es einfach schön, wenn jeder sich das so bauen kann, wie er es individuell braucht. Und ich bin jetzt auf eure Kommentare gespannt, aber auch auf eure Bilder. Wenn ihr das also schon mal gebaut habt oder irgendwie erweitert habt, das Contractor-System, dann teilt doch mal eure Bilder, indem ihr Folgendes macht. Ist ganz, ganz einfach. Ihr könnt es direkt hier auf YouTube machen, nicht in den Kommentaren, aber im Community-Bereich. Geht einfach mal direkt auf YouTube, gibt es ja oben Videos, Live und so weiter, gibt es aber auch den Bereich Community. Klickt da drauf und da könnt ihr euer Bild einfach teilen bei uns rein. Das ist eine neue Funktion, kennen die wenigsten, aber würde ich mich total freuen, wenn ich mal ein paar coole Werkzeugtürme von euch sehe. Und solange ran ans Werkzeug oder ran an den Contractor Tower und bis zum nächsten Mal.